Hör mal, Bert, meinst du nicht, du solltest dir langsam was anziehen? Wie? Sesamstraße. Sesamstraße ist die beste und lustigste Serie aller Zeiten. Nicht SpongeBob, nicht die Simpsons und ganz besonders nicht How I Met Your Mother. Ted hat eine kleine Schwester, die müsste ich niemals bitten. Wenn ich sie jemals treffe, spiele ich mit ihren... Und falls ihr mir nicht glaubt oder nicht mehr wisst, wie die Sesamstraße war, habe ich hier einen kleinen Clip für euch. Oh, ist das ein Wetter. Ernie, du, es regnet, Ernie. Ja, du hast recht. Lässt du mich bitte auch mit unter den Regenschirm? Weißt du, wie mir ist, Bert? Ich fühle mich heute so richtig glücklich. So, Ja, wirklich, so, Bert. wirklich. Ich denke gerade an all die wunderschönen bunten Blumen und an die Pflanzen, die so herrlich nass werden von dem kühlen Regen. Ja, fein, Ernie, freut mich. Lässt du mich bitte mit unter den Regenschirm? Und weißt du, wie mir noch zumute ist? Ich bin sehr traurig. Nun lass mich bitte endlich mit unter den Und Regenschirm. weißt du, was ich dann noch bin, Bert? Ich bin richtig wütend. Ich verstehe, was du meinst, aber können wir uns darüber nicht unter dem Regenschirm unterhalten? Ist es nicht wirklich toll, Bert? Ist es nicht toll, dass ich 3 verschiedene Gefühle habe, nur weil es regnet? Wie fühlst du dich? Nass, Ernie. Ich fühle mich klitsche nass, Ernie. Hast du verstanden? Ja, warum denn, Bert? Wo hast du denn deinen Schirm? Wo ich meinen Schirm? Du hast doch meinen Schirm! Oh ja, vielen Dank, Bert. Wir sehen uns ja später noch. Mir war als Kind absolut nicht bewusst, dass die Sesamstraße so viele versteckte Witze hat und dass man vieles erst versteht, wenn man älter wird. Ich dachte als Kind, dass Bert der Böse ist und Ernie ist der Liebe, der einfach nur Spaß haben will, aber nein. Nein, Ernie ist einfach ein sadistischer Bastard und ich meine das ernst. In jedem Clip, den ich bis jetzt gesehen habe, sieht man, wie Bert einfach chillt und sein Leben genießt und Ernie mit irgendeinem Scheiß um die Ecke kommt und ihn psychisch einfach komplett zerstört. Hey, Bert. Nein. Was immer es ist, nein. Ich versuche etwas ungestört zu lesen und zwar in Ruhe und allein. Okay, Ernie? In Bitte. Ordnung, weißt du, Bert, ich habe soeben über etwas sehr Interessantes Ich nachgedacht. bitte dich, stör mich nicht, Ernie. Ich möchte lesen. Ich habe über das Zusammenzählen von Zahlen nachgedacht. Bitte hör mal zu, Bert. Meine Lieblingszahl ist nicht die 1, bestimmt nicht. Warum Akkordeonmusik? Beim Zusammenzählen groß und klein sich toll verstehen. Es ist wie gesagt aber nicht das erste Mal, dass ich die Sesamstraße gucke. Wie schon in meinem letzten Video erwähnt, bin ich wirklich mit der Sesamstraße aufgewachsen. Clips von der Serie gehören mit zu meinen ersten Erinnerungen. Ich habe sogar selber kleine Filme gedreht mit meinem damaligen besten Freund Levin. Wir sind natürlich immer noch Freunde. Und meiner Bärtpuppe, mit der ich schon sehr viel erlebt habe. Oder was, Halt's Maul! Oder was? Au! Das Ganze hat aber immer mehr abgeklungen, als es auf die Schule losging. Da es mir peinlich war, noch die Sesamstraße zu gucken, während andere Kinder sich gerade das neueste Gronk-Video reingezogen haben. Es war also ab der Schule eine Zeit lang ruhig um die Sesamstraße. Bis ich eines Abends mit einer Reihe von Freunden im Discord rumgehangen habe und wir auf Watch Together ein paar Videos zusammen geguckt haben. Mir wurde auf YouTube in der Sekunde ein Ernie und Bert Video vorgeschlagen und ich wollte einfach mal gucken, wie nostalgisch ich werde. Ich hatte es also im Watch Together Raum angemacht und wir hatten schon lange nicht mehr so dolle gelacht. Wir haben bestimmt 2 Stunden lang nur Ernie und Bert Videos geguckt und es war wundervoll. Es war wirklich lustig. Viele werden wahrscheinlich auch noch Bernie und Erd kennen, eine Parodie von Ernie und Bert aus der RTL-Serie Freitagnacht News. Und obwohl es eine wirklich gute Parodie ist, die auch ihre lustigen Momente hat, ist das Original tatsächlich lustiger. Weil man nicht erwartet, so viel versteckten Humor in einer scheiß Kinderserie zu entdecken. Ich meine, Junge, die ist für die ist für Kindergartenkinder gemacht. Die Sesamstraße hat mir auch so viel beigebracht. Sie lehrte mir das Zählen, dass man jeden Menschen gleich behandeln sollte, ganz gleich, welche Hautfarbe man hat oder verschiedene Macken, dass man das machen soll, was einem glücklich macht, egal was andere von einem denken, wie man mit verschiedenen Problemen oder Verlusten umgehen kann und so viele weitere Dinge.
Vor 3 Monaten wurde eine Doku mit dem Namen Street Gang How We Got to Sesame Street herausgebracht, mit einer Menge Blicke hinter die Kulissen und einem allgemeinen super Blick auf die Geschichte der Sesamstraße. Diese Doku hat mich dazu gebracht, meine alten DVDs vom Dachboden zu holen und mal wieder reinzuschauen. Und mir ist aufgefallen, dass ich fast jeden Sketch noch mitsprechen oder jeden Song noch mitsingen kann, obwohl es gut über 10 Jahre her ist. Aber wie kann man auch legendäre Songs wie den Elefant Fahrstuhlführer Aufzugsleiter? Ich bin der Elefant Fahrstuhlführer Aufzugsleiter. Er ist der Elefant Fahrstuhlführer Aufzugsleiter. Oder den Wasserlandfrosch vom Inselstrand vergessen. Der Wasserlandfrosch vom Inselstrand, ein Land- und auch Wassertier. Und, weil ich das Video nicht einfach so beenden möchte, habe ich hier noch 10 Fakten für euch. Nummer 1. Die Sesamstraße ist eine der am längsten laufenden Fernsehserien jemals. Mit ihrer ersten Ausstrahlung am 10.11.1969 und 4.591 Episoden. Nummer 2. Die Sesamstraße wird in 120 Ländern ausgestrahlt mit mehr als 30 internationalen Adaptionen. Unter anderem eine afghanische, holländische und auch eine deutsche. Nummer 3. Im Jahr 2002 fügte die südafrikanische Version der Sesamstraße eine HIV-positive Puppe namens Kami hinzu. Nummer 4. Oscar aus der Mülltonne war in der originalen Fassung eigentlich orange. Nummer 5. Es gibt 2 Kinofilme der Sesamstraße. Bibus abenteuerliche Flucht und Elmos Abenteuer im Grummeland. Nummer 6. Sesamstraße sollte eigentlich erst 123 Avenue B heißen. Nummer 7. Rubber Ducky ist der einzige Originalsong aus der Show, der in den Billboard-Charts landete. Nummer 8. Und das ist kein Joke. Elmo sagte 2002 vor dem US-Kongress aus. Nummer 9. Hey Arnold debütierte in der Sesamstraße. Nummer 10. Graf Zahl ist am 9. Oktober 1.830.653 vor Christus geboren. Ich weiß, das Video ist sehr off-topic und hat jetzt nicht wirklich viel zu irgendwas beigeholfen, weil ich wollte einfach mal gerne über die Sesamstraße reden, weil ich hab keine Ahnung warum, aber ich liebe es einfach. Ich gehe sogar davon aus, dass, wenn ich die nicht geguckt hätte, nicht den Humor von heute hätte, weil das schon sehr stark in die Richtung geht, wie ich jetzt drauf bin. Also, toi toi toi. Und ich grüße dich, Tipp an den Hut. Wir fühlen uns gut. Stellt euch das vor. Er ist ein Wasserlandfrosch vom Inselstrand. Er liebt die Palmen und das himmelblaue Meer. Der Wasserlandfrosch vom Inselstrand, an Land und auf Wassertier.